Audi gestaltet heute schon die Welt von morgen. Mit unseren Konzeptfahrzeugen, den Spheres, zeigen wir schon heute unsere Zukunft der Premium-Mobilität. Mit leidenschaftlicher Kreativität, dem Streben nach Perfektion und neuen gesellschaftlichen Denkanstößen verlieren wir unser Ziel nicht aus den Augen, genau diese Zukunft zu gestalten. Aber wie können wir Zukunft erlebbar machen? Wie kann Leidenschaft in Perfektion umgesetzt werden? Und welche Visionen verfolgen wir? Genau darüber werde ich mich heute mit Andreas Caminada unterhalten. Er ist Gastrovisionär, 19-Punkte-Chef, Autor und Besitzer von mehreren Premium-Restaurants rund um den Globus. Andreas, jetzt hat hier an dem Ort vor 19 Jahren für dich eine Reise begonnen. Erinnerst du dich noch, was vor 19 Jahren deine Vision war? Und hat sich diese Vision bewahrheitet oder gar verändert? Ich meine, damals, 2003, da war ich 26. Ich hatte einfach nicht eine langfristige Vision. Ich hatte einen Traum, das ist ein Ort zu schaffen, wo man sich wohlfühlt, wo man sich willkommen fühlt und einfach, wo es nicht nur ums Essen geht, sondern wirklich um dieses Gesamterlebnis. Das war immer so ein bisschen meine Grundtenor und meine Grundidee. Aber dass wir so weit kommen, ich glaube, das hätte ich mir nie erträumen lassen. Diese Vision hätte ich mir gar nicht ausmalen können, weil es war wirklich hier fernab von allem. Und da war kein Vorbetrieb davor da. Also es ist hier ein bisschen in diesem Tal, wo ein bisschen abgelegen ist. Die größte Stadt ist Chur, ist eine halbe Stunde weg. Oder Zürich ist in 1,5 Stunden. Und wir wussten nicht, wo die Reise hingeht. Wir haben gesagt, wir fangen mal an, wir haben nichts zu verlieren, wir sind jung und lasst es uns mal probieren. Und wenn du jetzt heute an dem Ort bist und jetzt wieder in die Zukunft schaust, nochmal jetzt mal 19 Jahre hin in die Zukunft, was ist dein Zielbild, deine Vision, deine Vorstellung von dem Ort in 19 Jahren? Ich glaube, das hat sich jetzt schon nochmal befestigt, oder? Ich glaube, jetzt hat man eine gewisse Grundsubstanz da, man hat sich auch was erarbeitet und jetzt kann man natürlich ganz anders Visionen spinnen und ich sehe schon in den nächsten 20 Jahren, ich hoffe, dass wir die ganze Land außenrum, dass wir das umwälzen können, dass wir da wirklich eigene Produktionen anbauen können, von einer Fischfarm, von Flusskrebse, Anzucht bis den Permakulturgarten, den wir schon haben, den zu erweitern und dass man wirklich aus dieser Stadt, wo jetzt hauptsächlich noch das Schloss immer war, oder mit der 3-Sterne-Küche, aber jetzt mit dem Gasthaus schon mal eine gute Ergänzung bekommen hat, dass man einfach das als kulinarischer Ort nochmal festigt und auch ein bisschen entkaminadisiert am Schluss, weil dass einfach die Leute daherkommen, weil man weiß, hier entsteht ein bisschen die Zukunft des Essens und die Zukunft von der Landwirtschaft. Das ist so ein bisschen eine langfristige Vision. Es ist ja so ein Traum, wie du sagst, oder eine Vision, so eine Zukunftsvorstellung, immer dann vielleicht auch erstmal was Ungreifbares, so was Abstraktes, auch wenn der Ort so konkret ist. Was war auf dieser Reise für dich so die größte Herausforderung in dieser Reise der 19 Jahre? Ich glaube schon der Anfang. Ich meine, ich habe mit 4 Angestellten angefangen, wie du gesagt hast, und das war schon knüppelhart. Also wir haben schon damals auf Details geschaut und so. Das Haus war gleich groß wie jetzt. Jetzt sind es 45 Mitarbeiter, die das pflegen und davor waren es einfach wir, Tag und Nacht. Und diesen 5 Jahre waren schon knüppelhart. Aber ich glaube, das hat es gebraucht als Basis. Und auf der Basis haben wir aufgebaut. Und natürlich mit mehr Mitarbeitern wird es einfach professioneller. Und wir sind immer noch auf dem Weg, uns besser zu professionalisieren in allen Bereichen. Deswegen finde ich auch das so inspirierend, mit dir zu sprechen, weil ihr seid ja so professionell und immer auch ein bisschen visionärisch unterwegs. Ihr schaut, was ist die Zukunft. Und das inspiriert mich auch, dass mit auch davon kann ich lernen und das ist sehr spannend. Was aber vereint, ist ja eben dieser Wunsch, Zukunft gestalten zu wollen und Zukunft auch nicht als etwas Unheimliches zu empfinden, sondern eher als eine Chance, als eine Möglichkeit. Und darum liebe ich es auch, umgeben zu sein von Menschen, die das bei Audi auch so leben. Immer geprägt von diesem Bild, individuelle Premium-Mobilität zu gestalten. Und ich glaube, werden ja in diesem Jahrzehnt immer mehr Menschen in die Städte hineinziehen. Die Urbanisierung geht mit wahnsinnigem Tempo voran und die Verdichtung der Städte hat natürlich eine direkte Auswirkung auf die Mobilität. Ja, natürlich. Ja. Und da immer wieder Lösungen anzubieten, das vereint uns ja auch, weil es am Ende die Vorstellung ist, einzigartige Erlebnisse zu gestalten. Am Ende des Tages bewerben wir uns mit unserem Traum und unseren Ideen und unseren Inhalten um
die Lebenszeit von anderen, die sie uns schenken, indem sie das, was du hier an dem Ort für sie kreierst, genießen wollen und was wir in Form von individueller Mobilität gestalten, genießen wollen. Ja, das ist ja spannend, das muss ja immer weitergehen, oder? Hier ja auch, man hat was erarbeitet, aber man will ja, dass es nachhaltig ist und dass es wirklich so bleibt und das auch verbessert wird. Und deswegen, das ist schon das Streben, eben, dass man in die Zukunft schaut, dass man vorangeht, dass man immer halt probiert, wir haben eine gewisse Leaderposition auch in der Branche und die Leute schauen auf uns auf und ich habe immer das Gefühl, wir rennen so ein bisschen wie vorne weg und wir probieren das zu machen und das braucht immer ein bisschen Mut auch, Risiken wieder auf sich zu nehmen, wieder neue Projekte anzugehen, damit man einfach irgendwie auch nicht stehen bleibt. Und ich glaube, diese Energie, die habt ihr sicherlich auch bei euch in dem Unternehmen und ich probiere die auch in unserem kleinen Unternehmen so ein bisschen den Mitarbeitern zu initiieren, weil es einfach, dass dieses Dynamische, das nicht stehen bleiben, das nicht zufrieden sein, sondern das Erlebnis für die Gäste immer wieder zu hinterfragen und immer wieder so ein bisschen eine Schippe draufzulegen und das ist schon das ist auch der Motor eigentlich von allem. Die Perspektive nach innen würde ich gerne aufgreifen, denn ich glaube, das spürst du in deinem eigenen Unternehmen, wo es wirklich auf eine extremst intensive menschliche Zusammenarbeit ankommt. Bei uns, auch wenn wir jetzt fast 100.000 Menschen auf der Welt sind, die Audi prägen, gestalten und formen und definieren, ist das aber trotzdem das Gleiche. Und die Menschen mitzunehmen auf dieser Vision, auf dieser Visionsreise, immer danach zu streben und auch gerade das Wort, was du sagst, den Mut zu haben, die Zukunft zu gestalten. Und ich glaube, das ist gerade auch in den Zeiten, wo so viele Möglichkeiten da sind, aber gleichzeitig auch so viele Herausforderungen da sind, dass wir auch ein Stück weit darauf den Fokus legen müssen, den Menschen die Angst zu nehmen. Ja. Und dass es neben Mut vielleicht auch manchmal nur der Wille ist, das so gestalten zu wollen und den Leuten bewusst zu machen, tatsächlich gestaltest du jetzt die Zukunft, die du selber morgen erleben wirst. Ja? Und ich verstehe die Vision, ich verstehe die Mission, ich verstehe die Strategie und ich bin ein Teil des Ganzen. Was bedeutet für dich auf dieser Reise, dieser Visionsreise, was bedeutet für dich das Wort Nachhaltigkeit in deinem Ökosystem? Das ist ein großes Wort. Ja. Natürlich, für mich ist es nicht nur die Karotte oder das Produkt aus dem Garten, sondern für mich ist es vor allem die Nachhaltigkeit mit den Mitarbeitern. Also für mich ist es extrem wichtig, dass wir eine Atmosphäre kreieren können zusammen, wo wir uns alle wohlfühlen. Dass ich diese Wertschätzung, das Miteinander, einen Ort zu kreieren, wo die Gäste sich mega gut fühlen. Und das ist schon so, dass das primär um den Mitarbeiter geht. Und eben auf Augenhöhe, man kann jederzeit zu mir kommen, ich bin auch täglich da im Betrieb, arbeite mit, ich habe auch keine Angst, Koffer zu tragen. Ich bin da der Portier eigentlich, deswegen trage ich schwarz. Ich habe mich vom Portier zum Koch hochgearbeitet. Und das ist so ein bisschen, man muss leading by example. Und ich fühle mich verantwortlich für das, dass der Gast, wenn er kommt, dass auch das Ganze drumherum auch gepflegt ist. Wir haben in 2020 gerade erst unsere gesamte Marken- und jetzt auch Unternehmensstrategie nachgeschärft und nochmal auf die Zukunft ausgerichtet. Aber wie macht ihr das im Team? Ist das so ein bisschen ein Gefühl, wo entsteht, wo die Zukunft hergeht? Oder habt ihr da wirklich Daten, so Forschungsdaten, Zukunft? Ja, auf der einen Seite haben wir, würde ich mal sagen, eine unglaubliche Historie. In 115 Ländern vertreten. Und ja, etwas über 20 Millionen Kunden, die aktuell ein Produkt mit den 4 Ringen fahren. 80 Millionen Fans über Social Media mit uns verbunden sind. Das heißt, du hast eine unglaubliche Markthistorie und damit auch Erfahrung auf der einen Seite und gleichzeitig auch sehr, sehr gute Marktforschungsdaten, um ausreichend weit in die Zukunft zu blicken. Darum liebe ich auch die Automobilindustrie so sehr, weil sie ist so wahnsinnig strategisch. Und du musst sehr, sehr langfristig denken, denn ein Produktlebenszyklus ist so unglaublich lang. Du brauchst bis zu rund 5 Jahren für die Entwicklung eines Produktes. Okay. Aber wieso dauert das so lange? Einfach weil es so komplex ist, oder? Ist sehr komplex. Die Chassis, den Antriebsstrang, die Formgebung. Und das muss alles ja perfekt ineinander greifen, damit es das perfekte Gesamterlebnis wird. Ja, visuell und auch in dem Fahrerlebnis. Und dann reden wir über ein Produkt, dem du dein Menschenleben anvertraust. Also da passt besser alles. Und dann ist es ein Produkt, was auf der ganzen Welt zugelassen und benutzbar sein soll. Dann ist es ein Produkt, was bei minus 50 Grad in der Nacht bis plus 50 Grad in der Sonne immer noch gleich gut aussehen soll. Also eine unglaubliche Produktbeanspruchung, was dann auch immer bei der
Verdichtung auch den ganzen Anforderungen an Sicherheit gerecht werden soll. Dann ein Produkt, was jetzt durch die Digitalisierung auch ganz neue Erlebnisse... Das ist nicht schwierig, oder? Jetzt? Ja, schwierig. Es könnte einem auch Angst machen, aber da sind wir wieder bei dem Thema, Zukunft gestalten zu wollen, vor Zukunft keine Angst zu haben, eine ganz klare Vision zu haben. Das tut schon ein bisschen weh, wenn man so einen Quattro RS6 Motor irgendwie austauschen muss mit einem Akku, oder? Das ist jetzt das Spannendste an diesem Jahrzehnt, ne? Weil das ist mit Sicherheit das ereignisreichste Jahrzehnt in der gesamten Automobilgeschichte, weil wir jetzt Ingenieurskunst, Ingenieurshochkultur nehmen und sie im Sinne einer noch besseren Zukunft Geschichte sein lassen wollen. Ja, also das heißt, der RS6 mit seinen 600 PS, wo jede einzelne Pferdestärke so viel Spaß macht, die auch so formschön, elegant verpackt ist und der RS6 sitzt wie ein Maßanzug. Aber du dennoch sagst, wir wissen, dass wir den Klimawandel nicht verschieben können. Ja. Wir wissen, dass wir einen Beitrag leisten müssen, können, wollen und werden. Und darum auch hier eine Vision zu haben, die weit über das Jahrzehnt hinausgeht. Und wir wissen, wir werden uns als Menschheit auf dem Planeten ganz anders verhalten müssen, damit wir auch noch in den nächsten Generationen das alles erleben können. Das heißt, wir springen auch in diesem Jahrzehnt nach vorne. Durch die Technik, nutzen die Technologie, um eine noch bessere Zukunft zu gestalten. Aber wie wichtig ist die Digitalisierung so im Auto selber? Ich denke mal, dass neben dem Antrieb die Digitalisierung der zweitgroße Hebel ist, der die ganze Mobilität komplett revolutionieren wird. Weil in den letzten 120 Jahren ging es immer darum, in einem Automobil von A nach B zu fahren. Das war der primäre Sinn und Zweck. Und in der Historie, in der Vergangenheit war ein Telefon dazu da, zu telefonieren, den anderen oder den anderen anzurufen. Und da sieht man sehr schön, wie aus einem Telefon auf einmal ein komplett anderes Medium geworden ist, über was ich mich informiere, über welches ich arbeite, weil ich darüber kommuniziere. Und das Gleiche wird passieren mit dem Innenraum. Wir haben aktuell rund 1,3 Milliarden Autos, die auf dem Planeten Erde fahren. Wir haben eine durchschnittliche Nutzungszeit von 90 Minuten. Am Tag. Okay. Jetzt weißt du, wie viel Lebenszeit der Mensch pro Tag in einem Auto verbringt. So gibt es jetzt ein Bett und Küche im Auto. Tatsächlich beschäftigen wir uns damit. Ja, was kann ich in diesem Raum machen und wie können wir die Digitalisierung im Innenraum nutzen? Und das war auch der Grund, auch wieder im Sinne der Transportierung, der Zukunftsvision, der Idee, haben wir eine Serie aufgelegt von Concept Cars. Die nennen wir die Spheres. Ja, weil es geht um deine Privatsphäre, in der du dich aufhältst und der du dich wohlfühlen möchtest, wie jetzt hier bei dir. Ja, und am Ende gestalten wir beide ja Erlebnisse. Ja, und gestalten Erlebnisse von anderen Menschens Lebenszeit. Und in diesen Sphären kann man arbeiten, man kann sich erholen. Du hast das gesamte Erlebnisprogramm. Und wir haben angefangen mit dem Skysphere, ein Roadster, den du entweder selber fahren kannst und fahren möchtest, der sich aber auch auseinanderfährt und dann wirst du gefahren, dann willst du ja mehr Platz haben. Das heißt, das ist die Idee von 2 Fahrzeugen und 2 Zuständen in einem Fahrzeug. Dann haben wir jetzt den Grand Sphere vorgestellt. Der ist grandios, oder? Oder? Dieser lange Schnauze, das ist super. Cool. Der wird Mitte des Jahrzehnts wird er bei uns sein. Und das sind wertvolle Instrumente, weil so eine Vision, die kommuniziert man ja nicht nur nach außen, sondern eben auch nach innen. Und bei uns ist neben der Strategie und der Zukunftsausrichtung sind auch solche Konzeptfahrzeuge wertvolle Instrumente, nicht nur eine Formensprache vorzukommunizieren, sondern eben auch das Erlebnis vorzukommunizieren. Und dadurch, durch die Digitalisierung, kommen ja komplett neue Erlebniswelten hinzu, weil genau jetzt in diesem Jahrzehnt haben wir 5G, die Verzehnfachung der Datengeschwindigkeit. Ich kann Kinofilme schauen, ich kann Videokonferenzen mit der ganzen Welt durchführen, während ich von A nach B fahre. Und da sage ich gerne, man macht sich unabhängig von Raum und Zeit, weil in der Vergangenheit musste ich
morgens ins Büro fahren, um dann dort meine Arbeit zu verrichten. Jetzt kann ich das von unterwegs aus direkt machen. Auf dem Golfplatz. Oder direkt hier zu dir hinfahren. Ne? Das heißt also, ich kann dahin fahren, wo es mein Herz mir sagt und kann während Dinge erlegen, die mein Kopf mir sagt. Also insofern diese Freiheit, diese Flexibilität, diese Unabhängigkeit, die Möglichkeiten werden wir jetzt nutzen. Und zum Ende des Jahrzehnts, würde ich jetzt mal sagen, kommt dann noch eine Dimension hinzu. Die ist auch eine Revolution in sich, denn ich muss gar nicht mehr selber fahren, wenn ich es nicht will, sondern ich kann mich fahren lassen und mich komplett dann eben anderen Dingen widmen. Okay. Ja. Und da will man schon auch ein bisschen schauen, wo geht die Zukunft hin. Und deswegen haben wir auch dieses Lokal gebaut. Das ist ja ein Tresen mit 10 Plätzen und das machen wir wirklich vom Garten raus, wird hier gekocht. Das ist ein vegetarisches Restaurant, komplett. Und das ist ein bisschen unser Beitrag für die Zukunft. Und wir haben eine riesen Resonanz darauf. Und ich glaube auch, dass jedes 5-Sterne-Hotel in Zukunft kein Steakhouse mehr haben wird, sondern ein vegetarisches Restaurant, weil einfach die Gesellschaft danach fragt und die Gesellschaft danach schreit. Aber wir haben jetzt hier tolle Erfahrungen gesammelt. Natürlich mit dem Know-how, das wir drüben haben, können wir auch so ein Thema bespielen. Und das ist ein relativ neues Feld, auch, wo wir uns bewegen, weil es auch noch nicht so viele Referenzen gibt in diesem Bereich. Und das ist schon spannend. Das ist ein bisschen unser Zukunftsbeitrag. Als du mir erzählt hast, dass ihr alle 6 Wochen das Menü verändert, wo ich dachte, warum tut ihr euch den Stress an? Weil es schmeckt doch bestimmt gut und könnt ja auch ruhig länger. Das wäre einfacher, wenn man es einfach laufen lassen würde. Ja, aber warum macht ihr es euch nicht einfach? Was ist da eure Ja, es ist halt ein bisschen der Anspruch. Ja. Der Anspruch, dass es sich verändert. Und wir haben sehr viele Stammgäste. Also die Saisonalität verändert sich 4-mal im Jahr. Man hat dann auf einmal keine Spargel mehr und es ist auch nicht mehr Saison. Und deswegen ist auch diese Dynamik wichtig, dass man einfach permanent probiert, immer wieder. Mussten ja nicht neue Produkte entstehen oder neue Produkte integriert werden, aber neue Kombinationen, neue Gerichte. Ich glaube, das ist extrem wichtig für den Team Spirit. Weil wenn wir eine Küche 2 Jahre das Gleiche kochen müssten, dann würden die nie so lange hier bleiben. Also es braucht so ein bisschen diese Überforderung, leichte, damit sie einfach auch merken, hey, ich kann immer wieder was dazulernen und es hört nie auf. Und ich glaube, das ist schon der Schlüssel zum Erfolg. Ja, es ist wirklich die Gastgeberkultur, die wir hier führen, weil es mehr als nur ein Essen ist, aber auch eben diese Veränderung und diese, nicht stehen bleiben. Das gibt so ein wiederkehrendes Wunsch der Gäste, dass sie halt immer wieder was Neues entdecken können. Und das ist schon so ein Trieb. Ist dieser Trieb und diese intrinsische Motivation jetzt gerade auch von dir vorgelebt und vorgedacht? Erzeugt das auch die Leidenschaft im System, also auch die Leidenschaft da mitzumachen und dieser Dynamik dann auch folgen zu wollen? Ja, ich glaube, das ist schon sowas, das ist ein bisschen menschenabhängig. Ich habe diesen Drive und ich habe auch diesen Druck. Und das kommt natürlich auch mit so einer Dimension, die man auf einmal annimmt. Man kriegt eine gewisse Punktezahl oder Sterne und dann ist man immer mehr unter Druck irgendwie. Denkt man, wow, jetzt müssen wir noch schneller rennen. Und da kommt man in so einen Flow auch rein und dann gehört es auch irgendwie mal zum System. Und jeder Mitarbeiter weiß, da entsteht vieles, da verändert sich vieles und es gibt einfach so eine Dynamik. Und ich glaube, die muss man vorleben. Trotzdem darf man nicht die Wurzeln verlieren. Ich glaube, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, dass man seine Linie beibehält und trotzdem eben stetig weiterentwickelt. Und das ist spannend. Es gibt ein Zitat von jemandem, der mich sehr beeindruckt hat. Der hat vor 100 Jahren gelebt und der hat mal gesagt, mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben. Der hieß Albert Einstein und das finde ich absolut richtig und das treibt mich auch so an. Also ich finde auch das Unbekannte als etwas Erfrischendes und nicht als etwas Ängstliches. Ja, und gestern ist Geschichte, morgen ist der neue Tag. Also. Ja, bleiben wir mal kurz an dem Ort, ne? Weil das ist ja wirklich eine spannende Reise, die an dem Ort stattgefunden hat. Ich meine, das ist ja pures Unternehmertum. Ja, das Schauenstein ist eher so ein bisschen das Boutique-High-End-Konzept und dann haben wir das Gasthaus vis-à-vis, das ist ja richtig typisch regional. Da haben wir auch eine eigene Bäckerei drin, wo wir Holzofenbrot zubereiten. Wir haben einen großen Kulinarikkeller, wo wir das Eingemachte lagern können. Und das ist wirklich so regional, auch für die Einheimischen und auch für die Leute, die einfach mal auf der Durchfahrt sind, wenn sie was Gutes, Regionales essen möchten. Und da haben wir jetzt hier noch das Oz, das ist so das Vegetarische, das ist so das dritte im Bunde. Es sind 3 individuelle Konzepte. Und ich glaube, wir haben das wirklich so auch bespielen dürfen und können, weil es einfach leer stand. Und dank unseren Gästen und dank dieser stetigen Weiterentwicklung haben wir jetzt das kreieren dürfen. Aber ich sage immer, ohne Gast wäre das gar nicht möglich gewesen. Und somit ist es immer so ein Aufwachsen oder in die Zukunft wachsen mit den Gästen zusammen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man diesen Faden nicht verliert und dann nicht irgendwas komplett Abgefahrenes macht, wo die Leute gar nicht interessiert. Ich bin eigentlich immer sehr kundennahe, auch weil ich das selber mag. Ich mag keine
exzessiven oder exotischen Produkte, sondern ich bin der, der sich inspirieren lässt aus dem Garten und der gerne einfach viel Gemüse isst und auch mal einfach eine einfache Forelle. Es muss kein Kaviar sein und so. Und ich glaube, das macht diesen Ort auch speziell, denke ich. Weil es einfach auch sehr regional ist. Also es ist ja eine gewisse Geschwindigkeit, die an diesem Ort hier lebt. Ne? Eine gewisse auch immer Beschleunigung. Wo ist dein Raum der Entschleunigung? Ja, eigentlich vis-à-vis. Wir wohnen vis-à-vis, wir haben sehr viel Land vorne draußen, wir haben einen großen Garten, ich habe da eine Abschlagmatte, ich kann da meine Golfbälle raushauen, wenn ich mal 5 Minuten Zeit habe. Wir haben einen Hund, ich habe eine Familie mit 2 Kindern, meine Frau. Und ich glaube, ich lebe in einem Ort, wo ich meine Ruhe habe und man ist aber trotzdem schnell in den Städten draußen. Das machen wir auch gerne, weil es braucht auch ein bisschen, es braucht Leute, die einem auch inspirieren, ob das Freunde sind, die in den Städten wohnen und. Und deswegen ist es eine gute Balance. Aber ich fühle mich hier zu Hause, ich bin hier aufgewachsen und ich fühle mich in diesen engen Bergen, fühle ich mich wohl und bin durchaus zufrieden oder durch und durch zufrieden. Der Ort, an dem die Leidenschaft entsteht. Und Andreas, ich freue mich sehr, hier zu sein und freue mich sehr, dass wir diese Zeit haben für den Austausch, denn ich spüre deine Leidenschaft und ich würde mal sagen, das verbindet die Marke Caminada und die Marke Audi, denn beide Marken existieren nur, weil Menschen mit Leidenschaft diese Marken prägen und leben und beides Marken, die eine intrinsische Motivation haben, auch morgen noch einzigartige Erlebnisse anzubieten. Ne? Ja, danke dir, es ist sehr inspirierend und ich habe noch ganz viele Fragen. Ich komme wieder. Ja, unbedingt. Ja, danke vielmals. Und jetzt gehen wir mal in die Küche, ich koche was für dich. So machen wir das. Die Zukunft hat keine strikte Rezeptur. Es ist vielmehr eine Frage der Haltung, jedes Einzelnen. Was wir heute denken, kann morgen die Welt positiv bewegen, wenn jeder Einzelne von uns den Mut und Willen hat, sie zu gestalten. Und so gilt es, die Veränderung als Chance zu begreifen, neue Ideen als kreativen Nährboden zu nutzen und so gemeinsam unsere Zukunft zu gestalten.